Morgen in der Früh machen wir uns auf eine große Reise, und zwar nach Rom. Haben wir uns jetzt schon den ganzen Sommer darauf vorbereitet und freuen wir uns narrisch. Und zur Einstimmung haben wir uns diese 2 Getränke gegönnt. Körperlich sind wir sowieso topfit. Sagen wir mal so. Werden wir sehen und ihr werdet auch sehen, wenn ihr wollt. Am 5. September war es also soweit mit der Radreise Richtung Süden, wobei es an den ersten 3 Tagen bis Innsbruck noch nach Südwesten und dabei über etliche Flüsse ging. In Vilshofen wurden wir von 2 Joggern das erste von unzähligen Malen auf unsere Fähnchen angesprochen. Ich bezweifle, dass sie mir unser Ziel Rom wirklich glaubten. Vor 45 Jahren bin ich die gleiche Strecke nach Edinschau umgegangen. Und wieder heim. Gegangen? Hast du immer so gut zu Fuß? So gut. Schaffen wir es heute mit dem Radl schon, gell? Ich hoffe. Höchster Punkt von Tag 1. Jetzt geht es dann erst ins Rottal und dann ins Inntal und nach Altötting. Kannst du da vielleicht mal auf das Pferd aufsteigen? Das war doch einmal lustig. Also kurz nach hinten, vorhin haben wir jetzt bei Franz und bei der Renate, wir haben jetzt gerade bewirtet worden wie die Könige, ein Traum. Wir zwei haben jahrelang BMW und die Welt gerettet miteinander. Das haben wir schon 2, 3 Jahre aufgehört und BMW gibt es oben noch komischerweise. Also vielleicht ist es doch nicht an uns gelegen. Oder vielleicht doch. Auf alle Fälle Dankeschön, dass wir da sind. Sehr gerne, sehr gerne. Dass uns so schön bewirtet haben. Bitte gerne. Auf das, Wieder mal. das können wir schon noch Wieder mal, mal gell? drüber können. Wieder mal. Werden wir uns schon wieder mal revanchieren. Schaut so aus, als ob die Altöttinger den Klostermarkt extra wegen uns vom Juli in den September verlegt haben. Wie auch immer, wir nahmen nicht nur den geistlichen Segen, sondern auch flüssige Stärkung mit auf den weiteren Weg. Für einen Tag verließen wir den Inn wieder und folgten der Alz in Richtung Chiemsee. Zu Füßen von Kloster Baumburg bei Altenmarkt trafen wir auf ein blühendes Beispiel
einer gelungenen Fahrbahnabgrenzung. Der erste Blick auf die Chiemgauer Alpen. Aber erst einmal zum Chiemsee jetzt. Das erste große Abenteuer dieser Reise. Für mich waren ja die Tiefflieger am Chiemsee der Höhepunkt des Tages, aber die Bergstrecke hier herauf nach Sachrang ist schon auch ein Traum. Und wie sich zeigen sollte, nach der nahen Grenze zu Österreich, die rasante Abfahrt ins Inntal ist fast schon kitschig schön. Unser Tagesziel Niederndorf bei Kufstein mit herrlichem Blick auf das Kaisergebirge. Dritter Tag. Heute geht's ins Inntal. Ziel Baden. Konditionell bei Land. Super gut. Hey, wie ist mit den schweren Haxen? Braucht mir eine Stunde nochmal. Okay, dann auf geht's. Während langer, flacher Etappen nutzen wir die Zeit, um die Fragen jedes unserer Enkelkinder zu beantworten, die sie uns beim Abschiedsessen mit auf den Weg gegeben haben. Habt ihr Angst, ihr seid verfolgt? Vor 3 Jahren wären wir sicher nicht so entspannt gewesen, aber seit wir ein Fahrradnavi haben, ist die Gefahr gering, auf Abwege zu kommen. Ich habe schon im Winter angefangen, über Komoot die Touren bis Florenz auf Rad- und Seitenstraßen auszusuchen. Nur selten müssen wir in den Verkehr. Und ab Florenz ist der Reiseführer für Franziskusweg Fußpilger unsere Orientierung. Wir folgen dem Weg, soweit es mit unseren Rädern möglich ist. Und überhaupt, Jonas, es gibt das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Also irgendwie kommen wir dann schon hin.
Do you want to tell us where do you come from? From Senegalia. Senegalia. I look in the map where Senegalia is. Senegalia is 10 miles north of Ancona. For beach, for swimming. For Okay. Very nice place. Gut, grazie. Prego. Wir haben leider verpasst, den netten italienischen Radler nach seinem Namen zu fragen. Aber er war vom schönen Badeort Senegalia bei Ancona auf dem Weg nach Salzburg. Die letzten 20 Kilometer und voll fetten Rückenwind. Du hast ein Glück. Wir sind natürlich dem Rat von Radl-YouTube-Kollegen Heinz Mazurana gefolgt und haben uns Hall in Tirol ganz genau angeschaut. Vierter Tag nach der Nacht in Hall geht es heute das erste Mal für uns über die Alpen. Brennerpass. Da haben wir doch ein wenig angespannt. Nach einem kurzen Einrollen am Inn entlang ging es dann gleich massiv aus dem Tal nach oben. Ab Innsbruck-Igels wurde die Steigung gemäßigter und die Aussicht grandios. Die Streckenwahl an den Hängen des Wipptals erwies sich als gute Entscheidung, nur der ausgewachsene Föhnsturm erschwerte das Vorankommen Richtung Brennerpass doch gewaltig. Wenn du gar nicht bremsen brauchst. Dann hat man Gegenwind. Schon mal unsere Bremsen. Sagst du, der ruhigen Bergankunft. Gratulation, du hast es geschafft. Hallo, ich bin der Axel und Ich bin der Christoph. und wir wollen noch nach Athen. Wir sind jetzt gerade am Brenner. Wahnsinn, und wir haben praktisch einen kleinen Start gehabt in Hall und haben uns darauf gequält miteinander. Heute war Quälerei, ja. Habe mich gefreut, euch kennenzulernen. Gute Reise noch. Danke. Tschüss. Ciao. 2 Hasen am Brenner, was sagst du da? Das erste Mal drüber.
Bei der Abfahrt nach Sterzing die Frage von Jakob, aber vor der Antwort noch ein Brüller. Wo über Nacht ist? Servus. Ladies. Ist auch schön, die Jahre kennen der Geißenpeter, gell? Was der Jakob, wir haben ja schon zu alt zum Zelten. Wir haben dieses Mal die Pensionen und Hotels bis Florenz schon von zu Hause aus reserviert und dann immer weit im Voraus, weil die Stornierung meist lange möglich ist. War aber nie nötig, weil der Etappenplan gut funktionierte. Und die Qualität der Unterkünfte ist halt ein finanzielles Thema. Meistens. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. 5. Tag. Über Nacht haben wir uns erholt. Heute geht's Richtung Bozen-Auer. Rollen wir mal gemütlich durch. Zu Beginn der Etappe ein riesiges Kompliment für den grandiosen Radweg entlang von Eisack und Etsch. Die Umsetzung war mancherorts sicher alles andere als einfach. Und wir lernten ihn noch mehr schätzen, als wir wegen einer Baustelle kurz vor Brixen für 5 Kilometer auf die Bundesstraße mussten. Wir konnten bis weit in die Po-Ebene dem Radweg folgen, aber der Abschnitt in Südtirol ist die Premium-Ausführung. Wir haben jetzt zwei ganz interessante Leute kennengelernt jetzt. In Brixen. Jawohl, Also, grüß euch miteinander. Ich bin die Brigitte und ich bin der Franz. und wir reisen jetzt ja so umeinander, irgendwo in ein Land, wo wir nicht waren. Und diesmal sind wir in Kalabrien gestartet und sind durch ganz Italien bis am Rheinhafen. Irre. Genau. Schön war's und Dort- schön ist. Jetzt haben wir zwei nette Leute getroffen und jetzt ratschen wir. Sehr schön, das freut uns. Es wird die Leute auch gefallen, die das Video singen. Sehr schön, danke. Bitte, wir denken. Die zwei sehr sympathischen Welterkunder aus Laufen an der Salzach haben uns erzählt, dass sie mit ihrer Zeltausrüstung zum Beispiel mehrere Wochen in Kirgisistan unterwegs waren. Im Gegensatz dazu sind wir einfach nur Luxus-Radtouristen.
Abendstimmung in Auer. Tag 6, Freitag. Wir jetzt wieder in Neumarkt unter die Arkaden. Gestern waren wir den ganzen Tag durch Südtirol unterwegs. Und heute geht's an der Edge entlang bis Roverito. Buongiorno. Buongiorno. Wo schaust du? Eine Platte. Deine Englischkenntnisse. Auf dem Weg nach Trient die Frage von Max. Wo es dort ist, wenn sie es euch am Platten fährt. Ja Max, das kann natürlich immer passieren. Besonders, weil je näher wir Rom kamen, die Glasscherben auf den Straßen immer mehr zunahmen. Wir haben Reifen mit dickerem Mantel drauf und natürlich Ersatzschläuche und Flickzeug dabei. Es ging aber gut und ich musste nur einmal die Bremsbeläge erneuern und meine Pedale austauschen lassen. Sehr interessant, aber die Bewegungsfreiheit in Trient einschränkend. An diesem Freitag fanden Wettkämpfe der Junioren-Straßenrad-Europameisterschaften statt. Hier sind die Juniorinnen über 68 Kilometer in 4 Runden im Stadtgebiet unterwegs. Und hier 2 Senioren auf letzten 25 Kilometer gemütlich an der Edge bis zur urigen Unterkunft kurz vor Rovereto. Unsere Unterkunft lag 5 Kilometer vor Rovereto in den Weinbergen, daher die Besichtigung der Stadt am nächsten Morgen. Und dann ging es weiter an der Edge Richtung Gardasee mit Wein, Oliven und Feigen am Wegesrand.
Voll süß. Ich bin da zu feige. Okay, dann probiere ich auch. Vielleicht ist das jetzt die letzte Aufnahme. Wenn ich jetzt die Feige gegessen habe, dann ist Schluss. Mit mir ging es natürlich nicht zu Ende, aber mit der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino, die wir auf 400 beeindruckenden Kilometer durchquert haben. Dieser Abschnitt, inklusive dem Santurio und der gemütlichen Bar im Brentino, war uns vom Urlaub im Juni und den zugehörigen Videos über unsere Radtouren am Gardasee noch wohl bekannt. Daher war es auch einfach, für einen Tag auf Ruhemodus zu schalten. Nach Sterzing der zweite Waschtag und dann Beine und Seele baumeln lassen. Die erste Hälfte der 8. Etappe am Lago di Garda entlang bis Borghetto kannten wir auch vom Juni noch ziemlich genau. Nach dem angeblich schönsten Dorf Italiens begaben wir uns dann endgültig auf fahrradtechnisches Neuland. Der Radweg am Mincio bis Mantua bietet allerdings bekannte Flusslandschaften, nur dass der Fluss dann plötzlich verschwindet. Emma hat eine sehr wichtige Frage. Wann kommt's denn wieder zurück? Die Heimfahrt mit dem Flixbus mussten wir wegen der begrenzten Kapazität für Radtransporte schon daheim fix für den 5. Oktober buchen. Den vorsichtshalber eingeplanten Puffertag brauchten wir nicht, was uns einen zusätzlichen Besichtigungstag in Rom bescherte. Also Emma, genau 4 Wochen nach dem Abschiedsessen sind wir wieder da. Zur Begrüßung daheim am 6. Oktober hat sie uns diese Willkommenskärtchen geschrieben. Starke Leistung, wenn man erst 3 Wochen zur Schule geht. Und dann, kurz vor Mantua, war der eben noch sprudelnde Fluss erst gelb von Algen und wenig später ganz weg. Allerdings handelt es sich hier um einen der vielen Bewässerungskanäle. Der natürliche Flusslauf des Mincio speist die ausgedehnten Seen rund um Mantua. Wegen schweißnasser Hände und einem Schlagloch vom Lenker gerutscht und mit der Brust auf Roxy geknallt. Navi und Besitzer fassungslos. Lösungen denkbar, aber nicht in San Benedetto am Po. Nur eine stilvolle Privatunterkunft, ein ehemaliges Kloster und Unmengen von Stechmücken. Tag 10, San Benedetto Po. Und jetzt auf dem Weg nach Modena
und Maranello. Viel Spaß! In der 9. Etappe ging es einerseits darum, die zweite Hälfte der Po-Ebene hinter uns zu bringen, aber auch unserem Wegweiser Roxy dringend wieder einen geeigneten Rahmen zu geben. Wir stellten uns auf langweilige, endlos flache Felder und Wege ein und wurden völlig von den vielfältigen Wasserlandschaften inklusive Reisfelder überrascht. Wilde Gerätschaften. Zwei Radgeschäfte in Carpi später steckte Roxy dann in dieser Handyhülle, was sich allerdings in der Hitze kurz vor Rom als Lösung 1b herausstellte. Bestimmt. Das machen wir jetzt zurecht. Modena und ganz besonders Maranello sind natürlich geprägt von den roten Flitzern mit einer schwarzen Pferdestärke. Und täglich der späte Abend vom Laden und Archivieren allerlei Datenträger. Der erste Anstieg. Plötzlich an der Hügel. Kurz nach der Ferrari-Stadt. Am 11. Tag die 10. Etappe von Maranello nach Porretta Terme. Den ersten Teil von der Apenninüberquerung machen wir heute und dann morgen geht es rüber nach Florenz. Jetzt haben die erst einmal ein paar Höhenmeter vor uns. Das packen wir an. So ist es. Wir hatten nicht wirklich eine Vorstellung über das Landschaftsbild des Apennin, aber nur ein paar Kilometer hinter Maranello bekamen wir die Veränderung zu sehen und zu spüren. Nach ca. 20 welligen Kilometer am kargen Panaro-Fluss wurde der Anstieg zum höchsten Punkt des Tages bei Iula schon fast einsam und windig und steil und aussichtsreich.
Das ist jetzt der berühmte apenninische Fladen ohne Inhalt. Ohne Apps. Ohne Apps. Beim Bezahlen hat mir die Wirtin verraten, dass diese Spezialität der Gegend Zampanelle heißt. Übrigens befinden wir uns jetzt in der Region Emilia-Romagna, nachdem wir rund um Mantua ein Stück der Lombardei durchquerten. Und kurz nach dem Übernachtungsort Porretta Terme, einem etwas in die Jahre gekommenen Thermalbad, wartete schon die Toskana auf uns. Porretta Terme über den Apennin nach Florenz. Und überraschenderweise haben wir aus dem Tal da auffahren müssen. Jetzt haben wir schon einige Höhenmeter hinter uns. Heute ist das erste Mal bisher ein Nieselregen. Das blieb aber leider nicht lange so. Im Laufe des Tages regnete es zum Teil so stark, dass weder Radfahren noch Filmen möglich war. Der ersten Tag in der Toskana und es ringt. Ein Wanderparkplatz auf ungefähr 1000 Meter Höhe, höchster Punkt unserer Apennin-Überquerung. Trockene Kleidung, frisch gestärkt geht es hinab ins Tal nach Florenz.
Wie so oft auf unserer Tour konnte der Kontrast innerhalb eines Tages kaum größer sein. Dort dunkle, nasse, windige, einsame Wälder, hier ein warmes, sonniges Tal mit einer kulturellen Metropole der vielbesuchten Stadt Florenz. Allerdings erzählten uns Einheimische, dass wegen fehlender Überseetouristen und Kreuzfahrer nur ein Drittel der Besucher da waren. Vielleicht kam es uns nach der Abgeschiedenheit im Apennin auch nur voller vor und weil Teile der Innenstadt wegen eines G20-Gipfels der Landwirtschaftsminister gesperrt waren. Nach gut 900 Kilometer wäre dieser absolut beeindruckende Ort eine gute Gelegenheit gewesen, unsere Reise über die Alpen Richtung Süden ausklingen zu lassen. Oder aber der ideale Startpunkt, auf den Via di Francesco aufzubrechen. Es war keine Frage, dass wir diese 600 Kilometer auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi nach Rom in Angriff nahmen. Und sie bescherten uns viele weitere überraschende Ein- und Ausblicke, aber dazu später mehr.